Stark bergauf und stark bergab. Weder unruhig noch behäbig. Massig Reichweite und trotzdem nicht zu schwer. Das Stevens e-Inception AM ist ein echter Alleskönner. Und damit Servus und Hallo zum Check unseres Testsiegers. Dieses Bike hier hat nicht irgendeinen Test gewonnen. Für die EMTB-Ausgabe 6 2020 haben wir 8 absolute High-End E-Mountainbikes getestet. Kostenpunkt bis zu 11.500 €. Zugegeben, der Durchmarsch des Bikes hat uns überrascht. Was E-Mountainbikes angeht, kam die Hamburger Marke Stevens bisher nicht so richtig in Schwung. Die Bikes waren gut, so wirklich begeistert haben sie uns aber bisher nicht. Das hat sich mit dem 2021er Jahrgang und den e-Inception-Modellen schlagartig geändert. Erstmals setzt das Entwicklungsteam auf sportliche High-End-Bikes statt günstiger Verkaufsschlager. Den Grundstein legen die Hamburger mit einem edlen Vollcarbonrahmen. Dazu kommt ein großer Akku mit 726 Wattstunden und Shimanos neuer EP8-Antrieb. Der Akku sitzt unter einer separaten Kunststoffabdeckung, die großzügig gummiert ist. Der Davon-Akku kann klassisch mit einem Schlüssel entnommen werden. Dazu kommen edle Carbon-Komponenten, die hochwertige Shimano XDR-Schaltgruppe und supergriffige Bremsen. Und auch die Geometrie ist am Puls der Zeit. So ist der Reach sportlich lang, der Lenkwinkel flach und der Sitzwinkel sehr steil. Die integrierte Kabelführung durch den Steuersatz rundet den modernen Gesamteindruck stilvoll ab. Das Bike ist kein gemütlicher SUV-Bomber. Geometrie und Ausstattung sind auf sportliche Trail-Einlagen ausgelegt. Mit 150 mm Hub schreckt das e-Inception sogar vor wilden Enduro-Einlagen nicht zurück. Hohe Fahrsicherheit, aktives Fahrwerk, gelungene und robuste Ausstattung. In anspruchsvollem Gelände fühlt sich das Stevens wohl. Lediglich im Grenzbereich bei schnellen Schlagabfolgen und großen Sprüngen weist einen der Dämpfer ohne Ausgleichsbehälter etwas in die Schranken. Die Endprogression könnte für extreme Einsätze deutlicher ausfallen. Dafür bleibt das Stevens auch im zahmen Gelände handlich. Dank dem kleinen 27,5 Zoll Hinterrad wiegelt es flink um enge Kurven und lässt sich gut aufs Hinterrad ziehen. Eine Sache muss man allerdings wissen. Wer Bikes mit einer tiefen Front bevorzugt, könnte sich auf anderen Kandidaten wohler fühlen. Denn das Cockpit des Stevens liegt überdurchschnittlich hoch. Im Downhill spielt das Stevens in unserem Testfeld ganz vorne mit. Bleibt noch zu klären, wie sich das e-Inception im Uphill schlägt. Durch den steilsten Sitzwinkel im Test sitzt man weit vorne auf dem Bike und behält viel Druck am Vorderrad. Das lässt den Piloten auch steilste Rampen entspannt und kontrolliert angehen. Der Hinterbau arbeitet im Uphill unauffällig und für einen Extra-Boost sorgen die supergriffigen Reifen. Schwalbes Magic Mary in 2,6er Breite ist am Hinterrad vor allem auf tiefen, schwierigen Böden eine Bank. Seine Stärken kann das Bike übrigens auch auf Touren mit Extralänge ausspielen. Der große Akku in Kombination mit dem neuen Shimano EP8-Antrieb bringt eine exzellente Reichweite. Im Test schaffte es kein Bike weiter als das Stevens e-Inception. Mit 22,6 Kilo in Größe L bleibt das Gewicht trotz großem Akku völlig im Rahmen. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Preisschild. Mit 7.999 € ist das Stevens e-Inception AM 9.7 natürlich kein echter Spartipp mehr. Schaut man allerdings auf die anderen Modelle im Test, relativiert sich das schon wieder. Für ein derart gelungenes Bike mit edler Vollausstattung sind 7.999 € ein fairer Preis. In Summe leistet sich das Stevens e-Inception AM 9.7 in keiner Kategorie Schwächen. Es spielt überall vorne mit. Das macht das Bike zum würdigen Testsieger. Und jetzt noch ein Tipp zur Größenwahl mit dem e-Inception AM. Stevens verbaut hier eine Teleskopstütze mit 170 mm Hub. Das ist natürlich super, weil man wirklich richtig viel Bewegungsfreiheit hat. Allerdings wird die Stütze dadurch auch recht lang und durch den Knick im Sattelrohr kann man sie nicht komplett versenken. Im Zweifel unbedingt beim Händler checken, ob das für euch passt.